Noch einmal 90 Minuten und dann ist der Aufstieg in die Bundesliga perfekt. Der ist uns, glaube ich, nicht mehr zu nehmen. Da müsste heute schon richtig viel schief gehen und ja, es mit dem Teufel zu gehen, dass wir noch einen 5-0 Vorsprung verspielen gegen Köln. Also das Hinspiel in der Relegation, das war wirklich Wahnsinn. Wir haben alle Chancen quasi genutzt, die wir hatten. Wir haben die Kölner an die Wand gespielt, waren wirklich 2, 3 Klassen besser. Das hat mich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so deutlich ist. Aber gut für uns. Das heißt, wie gesagt, noch einmal 90 Minuten. Und dann sind wir wieder da, wo die Hertha hingehört. In die Bundesliga. Und wie es dann nächste Saison weitergeht, weiß ich nicht. Ich bitte euch schon mal bei dem Community-Tab, der dann wahrscheinlich nach der Folge hier auch gepostet wird, mal mitzumachen. Weil ich möchte gerne wissen, ob ihr noch eine weitere Saison wollt mit der Hertha. Und wenn ja, wie? So wie in dieser Saison. Oder soll ich wieder jedes Spiel einzeln machen, was natürlich wieder ein bisschen länger dauern würde. Ja, ich glaube, andernfalls würden wir schneller durch die Bundesliga-Saison durchkommen. Ja, also ich wäre euch sehr verbunden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann da mitmachen würdet, sofern der Community-Post dann draußen ist. Aber gut, jetzt bringen wir erstmal hier das Spiel über die Runden. Und dann feiern wir eine Runde. Fahren ein bisschen durch die Berliner Innenstadt. Das wird wahrscheinlich dann so ungefähr 7, 8 Stunden dauern. Aber aufgepasst, ich habe schon vieles im Fußball gesehen. Lass die Kölner hier mal 2 Tore machen in den ersten 20 Minuten. Aber das wird nicht passieren. Wie? Also ich meine, die waren im Hinspiel wirklich so schlecht. Heißt natürlich nicht, dass die das im Rückspiel jetzt auch nochmal hier machen. Aber ihr seht schon, wir sind hellwach, wir sind da. Einen völligen Totalausfall wird es heute definitiv nicht geben. Und selbst wenn, dann, glaube ich, würde der Vorsprung reichen. Aber ich möchte aber trotzdem das Spiel gewinnen. Also auch wenn wir schon fast sicher aufgestiegen sind, möchte ich trotzdem hier das Spiel gewinnen. Möchte mich hier mit dem Sieg verabschieden, dann aus der 2. Liga und dann geht's hoch in Liga 1. Achtung, erste Chance Köln. Und da ist schon mal das erste Tor. Nach 16 Minuten, also nur noch 4 für die Kölner. Wird's doch nochmal spannend, wird's doch nochmal heikel. Schlechter als im Hinspiel ging's natürlich nicht. Und Davy Selke, mein spezieller Freund, genau wie viele andere, so ein Rando-Kicker. Einfach so ein 0815 Kreisliga-Fußballer. Aber egal, Davy Selke macht das schon. Mit seinem ersten Tor. Klar, das gilt jetzt für die Relegation. Also 1-0. 4 Tore brauchen die Kölner noch. So hätte ich das eigentlich im Hinspiel gedacht. Ne? Eigentlich ein offenes Spiel, ausgeglichen. Die Kölner dann mit der Führung. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Wir sollten, wie gesagt, hier trotzdem versuchen, das Ding nicht irgendwie leichtfertig herzugehen, weil das kann ganz schnell gehen. Tabakovic, ja, war leider im Abseits, aber die Zeit läuft da für uns. Das ist halt auch ein Vorteil, den wir haben. Die Zeit, die für uns spielt. Irgendwann müssen die Kölner wirklich sehr, sehr offensiv spielen, wenn sie hier wirklich noch was holen wollen. Aber Rehse, auch einer der Gesichter der Saison. Viele Tore gemacht, auch in der Simulation. Mit Uedraogo zusammen, mit Haris Tabakovic. Also wirklich die 3 und Nusa, den würde ich auch noch mit reinnehmen. So die 4 Spieler, die haben wie gesagt auch mit dafür gesorgt, dass wir jetzt hier stehen. Und dass wir unser Ziel auch erreichen werden. Ah, Rehse leider im Abseits, ne? Ja, aber genau die Bälle sind's. Hinter die Abwehr, weil die Kölner stehen, wie im Hinspiel, entsprechend sehr hoch. Spielt auch ungewohnt, wenn da Viererkette. Ich glaube, Hinspiel war Dreierkette dann zum Schluss. So viel Platz wie im Hinspiel kriegen wir nicht. Aber wie gesagt, das Hinspiel, das ging auch nicht viel schlechter aus Sicht der Kölner. Von daher überrascht mich das nicht, dass sie heute so spielen, wie sie spielen. Aber Tabakovic auch eher hellwach. Auf der Außen Uedraogo, wo ist einer? Rehse winkt. Ja, kriegt den aber nicht. Aber dafür Buchalakis. Also wir machen das hier. Lockeres Aufgalopp. Ich denke, darunter können wir es dann im Endeffekt abstempeln. Uedraogo, Tabakovic, schön gespielt. Und Sforza wäre da gewesen. Aber leider abseits. Ihr seht, wir haben das Spiel immer noch im Griff. Das entgleitet uns nicht. Gut, aber es muss ja nur mit einem frühen Tor einmal losgehen. Ihr habt gesehen, auch beim VfB gegen den HSV. Letzte Saison, glaube ich, da haben die Hamburger auch im Rückspiel ein frühes 1-0 gemacht. Dann ist das Stadion da. Die Stimmung, die kocht dann hoch. Und das hätte dann natürlich auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen können. Aber ist es dann nicht. Im Endeffekt sind die Hamburger dann da geblieben, wo sie jetzt sind, in der 2. Liga.
Die Stuttgarter auf dem Weg in die Champions League. Man mag es kaum glauben. So, jetzt John Joy Kenny. Da ist Ouedraogo hinten, aber da ist niemand. Das, auch gerade in der zweiten Liga fällt das auf. Diese Flanken, die kommen noch schlechter als in der ersten Liga. Da kommt vielleicht mal, ja, eine in 10 Spielen. Nee, eine von 10 Flanken, die kommen dann nochmal zum Mitspieler an. Aber hier in der zweiten Liga ist das natürlich nochmal heftiger. Und die Kölner mit dem zweiten Ding. Und wieder ist es Selke. Und auf einmal haben wir auch hinten einen Keeper drin, der keinen Ball mehr hält. Nun gut, also wie gesagt, wir sind gewarnt, immer noch. Das ging natürlich auch zu leicht. Und hier Selke, da weiß ich halt auch nicht. Den kannst du auch halten. Also der ist jetzt nicht völlig unhaltbar. Ausgerechnet mein spezieller Freund. Aber gerade da würde es mich freuen, wenn wir den Aufstieg hier schaffen. Jetzt gehe ich doch mal auf Offensiv. Ich habe das erstmal auf ausgeglichen gelassen, weil ich erstmal sicher stehen wollte. Ich habe gedacht, ach, das bekommen wir hin. Aber ihr seht, man darf hier nichts auf die leichte Schulter nehmen. Das ist jetzt ein 2-0. Ist auch noch im Rahmen, aber wir müssen natürlich weiterhin wachsam sein. Lass die nochmal 2 Tore machen. Dann kann das ja auch ganz schön Verlängerung geben. Was hat das Spiel noch mit uns vor hier? Was haben sie simuliert? Was haben sie ausgerechnet? Wer weiß das schon. Also sie stehen auf jeden Fall sehr hoch. Das ist sehr, sehr hohes Pressing von den Kölnern. Aber irgendwann ist es halt auch zu hoch. Ah, Rehse. Schade. Pfeift zur Halbzeit, weil es halt auch abseits war. Wir stand jetzt in der Bundesliga. 5:2 das Gesamtergebnis. Aber wir dürfen es auch jetzt nicht schleifen lassen. Wieder mehr Ballbesitz. Diesmal die Kölner mit mehr Schüssen. 37 Pässe nur. Diesmal sind die ein bisschen effektiver. Haben aber Gott sei Dank noch 3 Tore weniger. Aber ich hoffe, dass das jetzt die letzten 45 Minuten Zweitliga-Fußball sind für uns. Dass wir uns dann ab nächste Saison Erstligist taufen können wieder. Normalerweise gehören beide in die erste Liga. Da würde ich gerne ein paar andere Mannschaften für wechseln. Nun gut, schauen wir mal. Rehse. Vielleicht mit einem Tor machen wir das hier jetzt endgültig klar. Damit die letzten Zweifel auch endlich ja, rausgewaschen werden. Ouedraogo, Tabakovic und Nusa. Schade. Genau, aber das ist jetzt die Devise. Vorne auch mal festsetzen. Vielleicht, wenn wir jetzt vorne ein bisschen aggressiver sind. So ist es doch. Ein bisschen auch ja, den Weg nach vorne suchen. Anders als in der ersten Halbzeit. Dann könnte das auf jeden Fall noch 1, 2 Tore geben. Sforza, immerhin. Ball weghalten von unserem eigenen Tor. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Auch das ist sehr entscheidend. Und dann ist Mission Wiederaufstieg auf jeden Fall geglückt. Sah ja lange Zeit nicht danach aus. Vorsicht, die Kölner kommen über meiner. Ja, das könnte richtig gefährlich werden. Und das dritte Ding. Jetzt geht auch hier alles rein, wie im Hinspiel. Das nimmt doch nochmal eine ganz, ganz andere Wendung hier. Gut, ich finde es persönlich auch ein bisschen unlogisch, dass jetzt auch jeder Schuss reingeht. Aber gut, das ist wieder mal eine andere Sache. Auch dieser Ball von Hüseyin Basic, so heißt er. Der war auch haltbar, also tut mir leid. Sowohl das zweite Ding als auch das dritte von André Gomes da, das war auch nicht gut gemacht. So, und die Kölner brauchen noch 2 Tore. Wir gehen bestimmt in die Verlängerung. Ich würde ja fast einen 10er drauf wetten, dass wir hier doch noch irgendwie auf kuriose Weise in die Verlängerung gehen, weil auf einmal keine Bälle mehr ankommen. Genau das meine ich hier. Also vergesst meine Anfangsworte von wegen hier lockeres Trainingsspielchen. Das wird nochmal richtig haarig, wenn wir uns jetzt nicht hier reinfighten, wenn wir nicht defensiver ein bisschen stabiler stehen. Da ist wieder Selke. Oh, das wäre fast schon wieder schief gelaufen. Barco gegen Summerville. Barco ist da. Abschuss. Alles okay, eine Stunde rum. Da habe ich mich doch zu sicher gefühlt, ne? Aber auch zu Recht zu sicher gefühlt. Weil wer hätte gedacht, dass die Kölner jetzt hier nochmal so groß triumphieren, aufspielen. Also damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Sorry, also bei bestem Willen hätte ich damit am wenigsten gerechnet, aber es ist wie es ist. Was lernen wir daraus? Auch das Rückspiel, auch wenn es 4, 5-0, 6-0 steht. Immer ernst nehmen, immer bis zum Schluss. Ganz konzentriert zu Ende spielen. Sforza, Rehse, jetzt ist Tabakovic, wo ist er? Da in der Mitte. Oh nee, doch nicht hinten als Nusa. Dann werden wir mal einen Kopfball stark in der Mitte haben, dann kommt er wieder nicht an. So, 66. Minute, 24 Minuten, 25 Minuten noch mit Nachspielzeit.
sind wir entfernt von der ersten Liga. Aber Achtung, die Kölner kommen natürlich jetzt hier mit dem Mute der Verzweiflung. Das wird nochmal richtig, richtig haarig. Und das nächste Ding. Und wieder Selke. Und wieder kann unser Keeper nicht rankommen. Echt, das ist Wahnsinn. Überlegt euch das wirklich mal. 5-0 im Hinspiel. Bist eigentlich schon aufgestiegen und dann sowas. Klar, Abwehrfehler natürlich kommt auch noch mit dazu, aber dass halt auch wirklich jeder Schuss reingeht. Jetzt weiß ich mal, wie das ist, ne? Und ausgerechnet Davy Selke, mein Freund. Dich hole ich mir heute noch raus. Also, noch ein Tor für die Kölner. Und dann haben wir hier Verlängerung. 0:4. Die Kölner machen das mit uns, was wir mit denen gemacht haben. Jetzt ist das genau das Spiegelbild des Hinspiels. Und ich habe ja gerade gesagt, ich könnte einen Zehner drauf verwetten, dass das heute noch in die Verlängerung geht, wenn das so weiterläuft. Aber vielleicht schaffen wir irgendwie, ja, ein Tor. Das reicht ja schon. Ein Tor, dann brauchen die Kölner wieder 2. Wir müssen diesen Abstand bewahren, ey. Wir dürfen die jetzt nicht auf 5-5 rankommen lassen. Aber auch das ist ganz typisch für unsere Saison. Es ist immer wild, viele Tore. Ja, also es wird nie langweilig. Es ist immer was geboten. Oh, abseits. Und von daher geht es jetzt nochmal eine Viertelstunde, hellwach zu sein hinten. Nichts zu riskieren. Natürlich vorne immer wieder die Lücke sehen und auch die Möglichkeiten versuchen zu nutzen. Tabakovic, nee. Kommen wir bislang nicht ran. Müssen wir vielleicht auch nochmal gleich wechseln, Niederlechner oder so reinbringen. Aber das darf, wie gesagt, nicht schief gehen. Um Gottes Willen, das würde in die Geschichte eingehen. Wir würden uns zum Gespött der Medien machen. Ich glaube, mein Gefühl hat mich nicht, ja, enttäuscht. Oder mein Gefühl trügt mich auch nicht. Somerville, Sforza, wichtig. Nächster Ballgewinn, geht auch wieder ein bisschen Zeit von der Uhr. Aber Achtung, nächste Chance. Baku wieder geklärt, klar. Die Kölner riskieren jetzt immer mehr, logischerweise. Die wollen jetzt die allerletzte Chance nutzen. Aber wir mit dem Konter. Vielleicht Rehse, ist das Tor zur Bundesliga? Nein, ist es nicht. Das wäre es nämlich gewesen. Dann wäre das Ding ja aus gewesen. 8 Minuten vor Schluss. So, nochmal die Kölner. Aber wieder Ballverlust. Nächste Chance. Buchalakis und ein Uedraogo. Ja, oder Rehse. Ah, mit der Hacke. Sehr schön. Jetzt wird es hier brasilianisch. Es muss aber gar nicht brasilianisch werden. Es muss jetzt nochmal einmal konsequent zu Ende gespielt werden. Oh, Tabakovic. Du willst mich doch verarschen. Jetzt aber. Tabakovic. Ja, egal. Jeder Ball weg von unserem Tor ist gut für uns. Ist gewonnene Zeit. 4 Minuten noch, 5 Minuten noch. Stellt die Champagnerflaschen, Sektflaschen, die Berliner Luft noch nicht bereit, weil es ist noch nicht so weit. Es ist doch nochmal spannender geworden, als ich am Ende wollte. Und noch ist es nicht vorbei, noch ist es nicht geschafft. Noch haben wir 2-3 Minuten, bestimmt mit Nachspielzeit. Komm, nochmal die letzten Sekunden hier, die letzten Augenblicke in einer völlig verrückten Relegation. 2 Minuten. 2 Minuten Nachspielzeit. Aber das ist jetzt gut. Ball weghalten vom eigenen Tor. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Schiri pfeift ab und wir haben es geschafft. Mit Hängen und Würgen, ey. Aber ganz, ganz knapp. 4:0 Rückspielniederlage. Das ist die schönste Niederlage der Saison. Das ist die schönste Niederlage der Saison für die Hertha. Nachdem wir 5:0, nochmal 5:0 im Hinspiel gewonnen haben, verlieren wir 4:0 im Rückspiel. Krass, völlig krass. Aber das unterstreicht auch nochmal, wie gesagt, das Spektakel, was hier immer geboten wird. Also es wird nicht langweilig. Selbst ein 5:0 ist für mich kein sicheres Ergebnis. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück in der ersten Liga. Die Kölner gehen runter mit Darmstadt und mit Heidenheim. Wir folgen Hannover und Schalke. Und wir können planen für die Bundesliga. Am Ende des Tages ist es auch egal, wie es zustande gekommen ist. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind in der Bundesliga aufgestiegen. Also Teil 1 ist erstmal abgeschlossen. Jetzt habt ihr natürlich die Chance und auch ja die Entscheidung darüber, wie es weitergehen soll. Ob es weitergehen soll, ob ihr sagt, okay, hier ist das Projekt jetzt erstmal beendet und abgeschlossen. Es war, wie gesagt, bislang richtig cool. Ich habe es auch mal genossen, die Spiele zu simulieren und zwischendurch ab und zu auch mal zu spielen. Aber jetzt ist es halt, ne, an euch. Ich werde ein paar Antworten als Auswahlmöglichkeit geben. Ich glaube, entweder so weitermachen oder Projekt beenden oder mehr Spiele als simulieren.
oder nur die Top-Spiele spielen, also gegen die Top-Mannschaften. Heißt für mich Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig vielleicht auch noch. Nehmen wir die Eintracht noch mit rein, weil es halt mein Verein ist, mein Lieblingsverein, aber ansonsten simulieren. Ja, das glaube ich, werde ich euch mal zur Auswahl geben. Die anderen Wettbewerbe hatten wir schon durch, glaube ich, ne? So DFB-Pokal. Gewinnt Leverkusen gegen Bayern. Stimmt, da sind wir hier ausgeschieden, ne? Gegen die Bayern, genau, 3. Runde, Achtelfinale. Ja, also ich bedanke mich von der Stelle schon mal. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja zur zweiten Saison. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann sehen wir uns bei der anderen Karriere wieder, bei meiner Eintracht-Karriere oder bei anderen Videos. Sucht's euch aus, ihr habt die Wahl. Macht mit im Community-Tab. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dann, macht's gut und ciao.